Hallo, herzlich willkommen zur ersten Lab 2020 Show live aus dem Café Panama in Fulda. Lab 2020 ist ein Projekt von Mitgliedern des Sonic Warriors United und einem Team des Medienprojektzentrums Offener Kanal in Fulda. In unserer Show wollen wir euch internationale und nationale Künstler präsentieren. Gast unserer ersten Sendung heute ist Alex Mason aus Stuttgart. Alex ist seit über 20 Jahren DJ und hat schon mit vielen namhaften DJs wie zum Beispiel Subhead oder Neil Landstrom aufgelegt und hat unter anderem auch in Clubs wie das Prag in Stuttgart, Tresor in Berlin oder auch im Ultraschall in München gespielt. Alex, herzlich willkommen. Ich freue mich echt, dass du da bist. Wie geht's dir? Super gut. Sehr gut, danke. Sehr gut. Ja, dann wollen wir doch gleich anfangen. Wie bist du eigentlich zur Musik gekommen? Ja, dann muss ich halt eben, 91, wenn ich halt ein bisschen ganz genauer bin. Es hat damals angefangen so mit Hardcore, Grindcore und Metal-Sachen. Als ich damals mit einem Freund angefangen habe, in den hiesigen Jugendzentren aufzulegen. Das war eigentlich eher so eine Spaßaktion. Ja, und da habe ich halt dann schon auch ziemlich schnell gemerkt, dass ich halt da Gefallen dran gefunden habe und das haben wir dann eine Weile dann auch gemacht. Ja, und so ging das halt dann weiter irgendwie und elektronische Musik halt dann auch gegen später halt, das war dann eher so zwischen 93 und 95. Da habe ich meinen Sibi dann in Heidelberg dann gemacht und war das erste Mal dann auch damals im Omen. Und da hat auch Sven Feld damals aufgelegt und ja, so ging das halt dann los. Ne? Und schon, ja, das hat mir halt eben total gut gefallen und Platten gesammelt habe ich eigentlich schon immer. Also Musik-Nerd, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Also Musikliebhaber war ich schon immer und so ging das eigentlich so Hand in Hand. Mhm. Ja. Und wann hast du jetzt direkt angefangen aufzulegen? 91. 91, ja. Okay. So, wie würdest du denn deinen Musikstil bezeichnen? Meinen jetzigen? Ja. Ja, ziemlich abwechslungsreich. Also ich lasse mich da jetzt auch nicht an irgendwelche Richtungen reindrängen oder in irgendwelche Schubladen drängen, dass ich jetzt konstant irgendwie eine bestimmte Richtung jetzt fahre, sondern ich denke mal, dass ich mir mit den ganzen Jahren schon so einen gewissen eigenen Stil halt auch entwickelt habe. So, und durch das ja auch mein eigener Background ja auch aus dem Industrial und aus dem EBM kommt und auch frühere Sachen auch aus dem Metal oder sonst irgendwas, dass ich dann diese ganzen Stile halt dann auch mit einfließen lasse. Klar, elektronisch definitiv schon, aber jetzt nicht konstant jetzt halt eben, ich spiele jetzt nur Techno, ich spiele jetzt nur House oder nur Elektro, sondern halt eben, dass ich das halt dann schon auch alles in ein Set mit reinpacke. Mhm. Möchtest du denn irgendwas mit deiner Musik den Partyleuten vermitteln? Party hard. Nee, Spaß an Musik. Also ich bin früher ein leidenschaftlicher Tänzer gewesen. Das hat sich jetzt mittlerweile auch ein bisschen gelegt. Weiß ich auch nicht warum. Ich bin eigentlich eher so ein Musikgenießer eigentlich. Also ich stehe eigentlich eher gerne am Rand irgendwie und höre eigentlich so die Musik und schaue mir die Leute an. Musik bewegt mich, ja, und ich höre da viel bewusster halt eben hin, ja, zum Beispiel. Oder wie Leute, DJs auflegen oder Live-Acts, wie sie spielen. So, und klar, natürlich genieße ich halt eben auch so die Atmosphäre halt dann auch. Also ich bin eher so der stille Genießer irgendwo am Rande. Ja. Okay. Genau, ja. Ja, wenn du dich auf einen Auftritt vorbereitest, was machst du da? Hast du da vielleicht sowas wie ein Ritual? Ja, den habe ich eigentlich sogar, ganz ehrlich. Also ich meine, je nachdem, wo ich halt dann irgendwo spiele, lasse ich mich halt dann schon auch irgendwie ein oder beziehungsweise
es interessiert mich zwar erstmal schon, was es für ein Laden ist, was für Leute da hinkommen und was für DJs zum Beispiel da auch schon gespielt haben. Und je nach Laden kann ich mich halt dann irgendwo dann auch drauf vorbereiten oder beziehungsweise schon ein bisschen drauf einstellen, was ich spiele. Ja, und vorbereiten tue ich in dem Sinne, dass ich halt dann auch, das ist ein Tick von mir, so dementsprechend auch meine Plattentasche packt. Ja, indem ich halt dann auch jede einzelne Platte mal nochmal anhöre, ja, und mich da halt eben so gerade für diesen einen Gig halt dann auch ein bisschen vorbereite, ja, und mich da auch reinversetzen kann. So, und was vielleicht erwartet wird, was ich selber an mir an Erwartungen habe an mein Set. Und was jetzt aber auch wieder nicht heißt, dass ich jetzt ein komplettes Set irgendwie zusammenstelle und mir halt irgendwie eine Platte nach der anderen irgendwie zurechtlege, ja, sondern halt das mache ich dann schon eher so intuitiv, so wie ich gerade Lust und Laune habe und ja, dieses Vorhören von diesen Platten, obwohl ich viele Platten schon über die Jahre habe und ich viele von meinen Platten sehr gut kenne. Es ist halt eben so ein stetiges sich reinfühlen für diesen einen Gig halt. Okay. Und das So. halt eben auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Das glaube ich. Ja. So, was fühlst du eigentlich kurz bevor du anfängst aufzulegen? Bist du da nervös oder? Ich meine, wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre jetzt gar nicht aufgeregt, dann wäre das eine Lüge. Eigentlich. Aufgeregt ist, glaube ich, jeder. Nein, ich merke aber, dass ich halt schon hinter den Tellern schon sehr selbstbewusst oder halt eben frei wird. Und ich freue mich halt eben so, ja, hinter den Tellern, und weil ich halt echt einen riesen Spaß habe. Also so Lampenfieber definitiv nicht, davor mache ich schon viel zu lange. Es ist eher so die Spannung, wie halt eben die Leute drauf sind, wie sie abgehen, was vielleicht für Erwartungen kommen, vielleicht auch nicht. Je nachdem, also nein. Okay. Was war die beste Party, auf der du je gespielt hast? Okay. Die beste Party. Eine der besten, also da gab es viele, ja, aber so in Erinnerung geblieben sind wir zum Beispiel die Partys, die ich in Bielefeld im Forum gespielt habe. Grüße erstmal hier raus. Sehr geiler Laden. Tresor war natürlich auch was ganz Besonderes. Ja. Also so im Großen und Ganzen Forum Bielefeld, top. Ja. Gibt es dann irgendeine Platte, die du gerne mal in einem Club spielen würdest, aber die du dich nie getraut hast zu spielen? Ja, da gibt es definitiv eine, die habe ich sogar heute dabei. Und die ist jetzt, das ist eine alte Elektro-Wave-Platte von, Scheiße, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Scheiße, fällt der Name nicht ein. Der Name sei jetzt mal dahingestellt. So. Es ist ein sehr, sehr toller Elektro-Wave-Track. Sehr angelehnt von der Melodie, von Beat-Programming, von Anne Clarks All Darkness. Und sie singt, das ist eine Sängerin, das ist eine Performerin, die sehr extreme Texte hat. Und da gibt es auch eine Instrumentalversion da drauf, und die sehr pornomäßig ist. Ja, die ist schon sehr, sehr versaut. Ich mag die Originalversion nur manchmal, wenn ich sie spiele, ich spiele sie sehr, sehr gerne, denke ich halt dann schon, kann ich das wirklich bringen? Ja? Gut, auf der anderen Seite gibt es ja mittlerweile auch so viele Booty-Tracks irgendwie aus typisch Chicago irgendwie. Ich glaube, eins der bekanntesten ist zum Beispiel ja auch French Kiss. Ja.
von Lil Louis, ja, also mit diesem Gestöhne. Ja. Ich meine, das ist ja heutzutage auch nichts mehr Besonderes. Ja. Aber ja, das ist halt dann, kann ich das wirklich bringen? Ja. Gibt es denn eigentlich Künstler, die dich musikalisch beeinflusst haben? Ja, eine ganze Menge. Also, vielleicht eher so epochenmäßig vielleicht oder so. Also früher, ganz früher waren es halt eben dann schon Leute wie DJ Hell in seinen früheren Phasen eigentlich. Da hat er halt schon auch harten Techno gespielt, von irgendwelchen Downwards-Geschichten zum Beispiel von einem Label. Und gleich im Anschluss dann irgendwelche Elektropop-Sachen. Ja, also er hat da sich auch null an irgendwelche Konventionen oder irgendwelche Richtungen gehalten, was ja heutzutage jetzt auch wieder ganz anders ist. Heute sind es eher dann solche Künstler wie Surgeon, Blabbern zum Beispiel. Aber auch mittlerweile sehr, sehr stark Ancient Methods zum Beispiel für mich auch sehr beeinflussend. Ja, Philipp Strobel, gerade das Label zum Beispiel, Aufnahme Wiedergabe ist zum Beispiel ein sehr, sehr tolles Label. Gerade solche Sachen, ja. Du bist ja Vinylliebhaber. Immer schon gewesen, ja. Immer schon gewesen. Wie viele Platten hast du eigentlich? Ich habe sie nie gezählt. Also ich habe mal angefangen, da bin ich irgendwo mal bei 500, keine Ahnung, dann habe ich es aufgegeben. Also ich schätze mal so 4000 plus minus. Ja. Was ist deine absolute Lieblingsplatte und warum? Ein bisschen schwierig zu erzählen oder halt schwierig, das überhaupt zu sagen, weil ich kaufe meine Platten eigentlich schon primär deswegen ein, weil sie mir gefallen. Also ich achte auch drauf, dass ich meine Platten deswegen kaufe, weil sie für mich auch einen Songcharakter haben, einen Trackcharakter, ja, der auch Wiedererkennungswert hat. Also ich mag meine Platten nicht deswegen kaufen, weil sie jetzt halt eben ein Lückenfüller in meinem Set sind, sondern weil, wenn ich sie dann irgendwo Probe höre, in irgendwelchen Online-Mail-Orders oder sonst irgendwo im Plattenladen, dass ich allein schon das Grinsen nicht mehr rauskriege. Ja. Und das sind solche Platten, die ganz was Besonderes sind. Und deswegen ist es schwierig, dir jetzt irgendwie eine ganz bestimmte eine zu sagen. Ja. Was da jetzt eine ganz liebe Platte oder eine Lieblingsplatte von mir ist. Okay. Habe ich keine. Jetzt bin ich draußen. Du hast ja gesagt, also du legst ja immer noch mit Platten auf und du bist Vinylliebhaber. Findest du, dass es heutzutage nicht einfacher wäre, mit Laptop Musik zu machen, oder warum bevorzugst du es immer noch, mit Platten aufzulegen? Sagen wir mal so, ich war lange Zeit immer der festen Überzeugung, dass ich schon immer mit Platten aufgelegt habe und dass ich es auch in Zukunft weitermachen will. Da habe ich schon etliche Partys halt eben miterlebt, viele Umzüge zum Beispiel, ja, das ist auch so ein Hauptthema, ja, diese ganzen Plattensammlungen dann von einer in die Wohnung in die nächste zu tragen, ja, und danach sterben zu wollen. Ja. Vom Medium her absolute Liebhaber, definitiv. So, vom Praktikablen her bin ich mittlerweile auch schon so der Überzeugung, okay, jetzt werde ich vielleicht auch irgendwann mal noch einen CD-Player mal mir zulegen oder so. Weil es in der Musik, die ich halt eben sehr gerne spiele, auch viele CDs, Veröffentlichungen gibt, weil die halt einfach auf Vinyl gar nicht rauskommen. Zum Beispiel. Dasselbe wie auch auf MP3, was mich natürlich auch sehr ärgert. Ja. Aber es ist halt eben mal so und deswegen wäre ich vielleicht in Zukunft gar nicht mal da abgeneigt. Okay. Natürlich aber auch gesundheitliche Probleme, auch ein ganz großes Thema. So, ne? Und Rücken halt. Ne? Und wenn du jetzt halt eben 2 Taschen halt, die teilweise 35 Kilo wiegt, ja, pro Tasche, dann ist das halt echt kein Zuckerschlecken. Das heißt, du würdest eigentlich nur aus praktikablen Gründen aus praktikablen Gründen, ja, schon. switchen? Ja.
Obwohl ich halt echt ein ganz großer Bewunderer und ein Liebhaber von Cover-Artworks bin. Das können ganz schlichte sein, einfach nur eine Kartonage irgendwie, ganz normal, unbedruckt irgendwie, was ja auch was Schönes an sich hat, bis zu hochwertig designten Cover-Artwork. Das ist für mich eine Kunstform und ich fände es halt einfach schade, dass, wenn es irgendwann mal kein Vinyl geben würde, dass halt diese Kunstform irgendwann mal auch ausstirbt. Und, ja. Was macht für dich eigentlich einen guten DJ aus? Einen guten DJ macht für mich aus Souveränität oder seinen eigenen Stil zu haben, sich nicht zu verbiegen, sich selbst treu zu sein. Sich nicht zu verkaufen, ja, für irgendwelche Partys, für irgendwelche musikalischen Strömungen. Nicht beim Auflegen auch drauf zu achten, wie die Leute drauf abgehen, ob es denen gefällt oder nicht und nicht nur stur halt eben sein Set runterzubrettern. Und ja, das macht für mich einen guten DJ aus. Ja. Gehört dann auch dazu, dass ein guter DJ für dich gut mixen kann? Unter anderem, ja. Ich meine, klar, im Musikgeschmack ist natürlich auch das große A und O, aber ich denke schon, ja, klar. Ja. Man muss es ja letztendlich dann auch können. Ich meine, wenn ich jetzt dann irgendwie einen Mix dann mache, ja, irgendwo auflege und jeder zweite Übergang völlig versemmelt ist, ja, dann macht das trotz guter Musik, trotz guter Tracks irgendwie auch keinen Spaß mehr. Ne? Und wenn da halt dann jeder Mix dann völlig aus dem Ruder läuft. Ja, Und, klar. Du bist ja in verschiedenen Musikszenen zu Hause. Wie würdest du, wenn wir zum Beispiel die Industrial-Szene und die Techno-Szene miteinander vergleichen, was für Unterschiede oder Gemeinsamkeiten gibt es da? Gar nicht so viele. Gar nicht so viele. Also ich meine, wenn ich mir jetzt so zum Beispiel Throbbing Crystal oder Psychic TV mal anschaue, in früheren Phasen haben die damals auch Acid House gemacht, ja, was viele nicht wissen. Oder ja, ich meine, wenn ich mir jetzt halt so gerade diese ganzen Post-Industrial-Geschichte anhöre, ist das schon organisierter Krach irgendwo, ja. Bis hin zu irgendwelchen poppigen Sachen. Wenn ich mir den Industrial von heute anschaue, Hands Productions natürlich, sehr, sehr feines Label, dann hat sich das dann schon sehr, sehr gewandelt. Also es ist viel EDM dazukommen, Drum and Bass, Techno-Elemente, alles mögliche. Es hat sich mittlerweile viel vermischt, ja, und mit diesen harten, rhythmischen Maschinen-Sounds. In Sachen Techno muss ich da eher ein bisschen Kritik ausüben, so, weil sich mittlerweile, also nach meiner Meinung, viel stagniert und viel halt einfach nur noch funktional produziert wird, aus der Dose raus, und das mögen andere auch anders sehen. Es ist für mich nicht mehr wirklich was von der Bedeutung ist, was Wiedererkennungswert hat. Und wenn ich jetzt einen Track irgendwie höre, dass ich den eine Woche später wiedererkenne, oh, das war wow, geil. Ja, das ist schon schade. Ja. Und deswegen ist für mich halt eben auch gerade in Detroit oder im Chicago-Bereich, gerade diese ganzen Classics irgendwie, die haben definitiv schon auch Wiedererkennungswert eigentlich und die sind zeitlos. Ja. Und es gibt Sachen, ich spiele Plattenmusik, die von Mitte der 80er bis heute eigentlich. Ja. Und ich habe mich schon mit etlichen Leuten schon unterhalten. Ja, was spielst denn du? Ja, ich spiele ja nur noch so die letzten 2, 3 Jahre, was da rausgekommen ist. Blödsinn eigentlich, weil es
es gab damals schon wahnsinnig gute Musik, die man heute immer noch super spielen kann und die völlig zeitlos sind, als wäre sie heute produziert worden. Industrial, ja, und ich meine, ich fände es irgendwann mal schön zu sehen, wenn beide Szenen irgendwann mal zusammenwachsen würden. Also wenn halt einfach diese Berührungsängste oder Berührungsdifferenzen verschwimmen. Ja, dass man halt einfach nicht mehr irgendwelche schwarzen Leute oder irgendwelche szenenzugehörigen Leute speziell auf eine Party gehen, sondern dass sich das halt dann schon irgendwie vermischt. Das finde ich toll. Gibt es denn eigentlich irgendwelche Projekte, an denen du aktuell arbeitest oder Auftritte, die in nächster Zeit geplant sind? Die gibt's. Ja, also wir werden jetzt ab 7. November haben wir jetzt eine neue Partyreihe am Laufen. Das mache ich zusammen mit meinem tollen besten Freund André Schamonaki. André Milix mit seinem DJ-Namen. Und natürlich Bombtrap, habe ich ganz vergessen. Tonio Marquez. Werden wir alle 2 Monate dann im Lehmann in Stuttgart dann spielen und werden dann auch diverse Künstler aus national und international dann einladen. Jetzt die erste Party ist jetzt ein guter alten Freund hier, Israel. Und ansonsten kommen halt dann auch Leute wie Chris Acid Moss zum Beispiel, indem wir halt eine reine Acid Party machen. Oder ja, wird sehen. Also ich noch auf die Zukunft hin noch ein ungelegtes Ei, was wir noch an Acts noch buchen wollen. Aber schon kommt noch einiges. Okay, gut. Wenn Leute eigentlich jetzt deine Musik gerne hören möchten, wo können die was finden von dir? Auf Soundcloud zum Beispiel. Soundcloud, die suchen unter Alex Mason. Ansonsten auch über Facebook. Ich poste jedes Mal immer irgendwie irgendwas. Und ja. Bist du vielleicht auch mal im Radio zu hören? Radio? Podcasts, ab und an, aber eher weniger. Eher weniger, okay. Hast du denn eigentlich noch neben deiner Musik andere Hobbys? Ja. Ja, da ist, also ich bin Steinbildhauer vom Beruf und was ich mittlerweile auch an den Nagel gehängt habe aus gesundheitlichen Gründen. Aber nebenbei, da wo ich jetzt herkomme aus Schwäbisch Gmünd, haben wir ein Projekt am Laufen, das nennt sich Set Together. Und da machen wir Sandkunst und Workshops zum Beispiel auch. Und speziell ich halt eben fungiere halt dann auch so als Sandkünstler, indem ich halt dann Workshops für Kinder und Jugendliche mache. Und sind wir jetzt dann auch schon bundesweit unterwegs gewesen, jetzt letztens erst wieder in Wolfsburg. Und ja, es macht total Spaß und das wird wahrscheinlich für mich dann auch die Konsequenz sein, dass ich jetzt halt dann als beruflich so mich weiterentwickeln werde, dass ich halt dann mit Kindern und Jugendlichen oder mit Menschen überhaupt arbeiten will und meine künstlerische Erfahrung als Steinmetz und Steinbildhauer anwenden kann. Gibt es noch irgendwas, wir haben noch 1 Minute, gibt es noch irgendwas, was du zum Schluss loswerden möchtest? Ja, in diesem Sinne, Party hard. Ja, Alex, also ich danke dir ganz herzlich für das Interview. Ich Vielen wünsche dir Dank. ganz viel Spaß heute. Mein Dank an alle, die hier mitwirken und das Ganze organisiert haben. Jetzt geht es weiter mit uns hier mit Denat Henry, Jana Klemen und natürlich Alex Mason. Mein Name ist Yvonne Ludwig. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye. 1, 2, 3, 4.
cigarettes after dark. Because you know the punks and the scum on the street when the sun goes down. And our own government can't protect its own people, then I say this, pal. You got a moral obligation. The right of self-preservation. Now you can run. You can hide. You can start to live like human beings again. This is our water, baby. You want your city back? You gotta take it. Dig it? Take it!
revolution.